Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Und heute machen wir einen kleinen Jahresrückblick und gucken uns einfach mal an, was ist dieses Jahr alles passiert mit Flive und eben vor allem Flive Universe. Und ich habe das Monat für Monat so ein bisschen, bin ich einfach nochmal durchgegangen. Hat tatsächlich relativ lange gedauert, es ist doch recht viel passiert. Und will jetzt aber auch nicht auf die kleinsten Details eingehen. Also hier und da sind Kleinigkeiten, sage ich mal in Anführungszeichen, dabei. Aber ich habe jetzt nicht jede einzelne Patchnote, also eigentlich habe ich es schon gemacht, aber ich habe jetzt nicht so akkurat wirklich alles aufgeschrieben, weil halt viele kleine Sachen für manche Leute vielleicht relevant sind, für andere weniger relevant. Aber ich meine, ich mache sowieso immer über alles ein Video, letztendlich über alle Änderungen, so mehr oder weniger. Und man muss ja nicht nochmal alles wiederholen, sondern eher so die großen Sachen. Also was waren so wirklich die großen Ereignisse 2024, die halt auch, naja, vielleicht ein bisschen längerfristig irgendwo eine Relevanz haben. Und die wollen wir uns jetzt im Rückblick nochmal angucken. Und wir fangen an mit dem Januar 2024. Und da ist, also es gibt ein paar Monate, da ist so gut wie gar nichts passiert. Es gibt ein paar Monate, da ist so gut wie alles passiert. Also das werdet ihr gleich sehen. Januar ist einer der Monate, da ist so gut wie nichts passiert. Also in jedem Monat gibt es Bugfixes. Mal schauen, ob ich es immer noch dazu sagen werde. Also so einzelne Patchnotes, wo halt manche Sachen einfach gefixt werden, die oftmals durch vorige Patchnotes oder Updates entstanden sind. Ist ja egal, ist nicht so wichtig. Jedenfalls Bugfixes gab es auf jeden Fall. Und das einzig Relevante im Januar, was ich gefunden habe, war eigentlich, die Hernes-Drop-Rate wurde increased. Also es gab Update war ja im November 23, wo Hernes-Waffen released wurden. Und Lusaka Crystal, Lusaka-Waffen und 1v1-Set Drop-Raten wurden ebenfalls erhöht. Also alle Endgame-Equipment-Item-Drop-Raten von Giants und von dem Wilds-Bossen, oder vom Wilds-Boss besser gesagt, wurden erhöht. Das würde ich sagen, ist eigentlich ganz cool. Aber das war aber eigentlich das Einzige, was im Januar passiert ist. Damit sind wir im Januar auch schon fertig. Das war der Januar 2024. Dann Februar. Für mich als Elementor eine relevante Änderung, aber ich denke auch balance-technisch tatsächlich doch eine krasse Änderung, weil sonst wäre Elementor wahrscheinlich mit Abstand die krasseste Klasse im Spiel, vor allem was Leveln angeht. Nicht, dass es nicht so auch schon ist, aber dann wäre es noch heftiger. Nämlich Arcane Insight wurde genervt. Der Effekt von dem 150er Elementor Wild Set. Und zwar, dass er nicht mehr pro Mob Skills resetten kann, sondern nur noch pro Skill. Weil vorher war es quasi so, wenn du 50 Monster hattest und du hast quasi Burning Field gemacht, hast du garantiert Burning Field zurückbekommen und dann wieder zurückbekommen und dann wieder zurückbekommen. Und es war quasi ein Infinite Cooldown Glitch, mehr oder weniger. Es war viel zu stark. Gab auch ein Video von einem, der dann, glaube ich, irgendwie 500.000 DPS hatte mit AOE-Skills. Also war komplett geistesgestört. Das wurde genervt und das war balancing-technisch wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung. Hat aber auch dafür gesorgt, dass jetzt Arcane Insight nicht mal mehr ansatzweise so gut ist wie eben vorher. Genau, dann Housing Update. Im Februar gab es tatsächlich ein kleines Update, nämlich mit Kaigas Assault und dem Housing. Nämlich, das war New Horizon Teil 2, haben sie auch so genannt tatsächlich. Also nicht Teil 2, aber es war noch das New Horizon Update, haben sie so gesagt. Und ja, da wurde das Housing-Update eben released, die NPCs wurden released, die ersten NPCs, Guild-Housing wurde released, Gilden-NPCs wurden released und Artifact Battle wurde released, der neue Spielmodus für Gilden, eben mit den Gildenhäusern in Verbindung. Man muss ja sich das Recht, oder kann sich das Recht, ein Gildenhaus zu verdienen, natürlich erkaufen, also man kann sich ein Gildenhaus ersteigern, aber das Gildenhaus zu behalten, dieses Recht muss man sich ja verdienen, eben durch das Artifact Battle, und das wurde da eben auch eingeführt, und Kaigas Assault wurde auch eingeführt. Also das war alles im Februar 2024 und natürlich gab es auch ein paar Bugfixes. Dann März 2024, es gab ein paar Bugfixes. Das war's. Das war der März 2024. Der langweiligste Monat des ganzen Jahres. Ja, dann April 2024. Eine große Änderung, die mich wirklich lange abgefuckt hat. Kam leider ein bisschen spät, weil ich habe eigentlich kaum davon profitiert, kann man sagen, weil ich habe davor quasi hunderte Stunden bei Kraken verbracht und danach gefühlt nur noch so 10. Aber der Underwater-Effekt kann deaktiviert werden. Der Underwater-Effekt ist das, wenn ihr in Coral Island, das betrifft eigentlich nur Coral Island, und Envy Depths. Coral Island und Envy Depths, wenn ihr unter Wasser seid, also unter dem Wasser, dann gab es diesen Effekt, dass alles so bläulich, also wie unter so einem riesigen bläulichen Filter war. Und es war zwar an sich ganz nett gedacht, weil es halt dadurch dieses Gefühl hatte, okay, man befindet sich gerade unter Wasser. Problem war aber,
Die Farben vom Spiel waren dadurch extrem ätzend und es war auch sehr anstrengend für die Augen, weil es immer so ein bisschen verschwommen, glaube ich, war und so Blubberbläschen und so waren immer, also es war irgendwie immer so ein bisschen Unruhe im Bild und auch die Farben, wie gesagt, alles war dadurch dunkler und so und es sah einfach für viele Leute und für mich auch, es war einfach anstrengend und es sah auch einfach irgendwie kacke aus. Und es gab so einen kleinen Glitch, da konnte man so semi zwischen Wasseroberfläche und unter Wasser, über Wasser gucken. Und da hat man dann kurz gesehen, wie es unter Wasser aussehen würde, wenn es den Underwater-Effekt nicht gäbe. Und es sah jetzt so viel besser aus und so viel angenehmer. Und ja, hat leider einige Zeit gedauert, fast ein halbes Jahr nach dem Update, aber dann haben sie es glücklicherweise geändert. Genau, dann wurde der FEC Ende April 2024. Der FEC 2024 wurde Ende April angekündigt, am 29. um genau zu sein. Ist schon mal relevant vielleicht für nächstes Jahr. Also man kann wohl damit rechnen, dass der FEC so frühestens 3 Wochen vorher angekündigt wird, zwischen 2 und 3 Wochen bevor es losgeht. Also es ist wirklich sehr kurzfristig, man hat keine lange Vorbereitungszeit. Man muss wirklich so ab Mitte, Ende April, sollte man die Augen offen halten, eben für die FEC Ankündigungen oder einfach hier den YouTube-Kanal abonnieren, da bleibt man auch immer informiert. Und natürlich gab es im April auch Bugfixes. Dann Monat Mai, ich habe ja schon gesagt, FEC-Ankündigung. Ab Monat Mai sind eigentlich so die krassesten Sachen passiert. Wir haben am 16.05.2024 den FEC-Server, der gestartet ist. Wir haben außerdem im Mai das große Security-Update, also Gala bzw. die Entwickler haben ja groß angekündigt, ich glaube es war am 10. Mai, dass es ein großes Security-Update gäbe, wodurch Leute mit illegalen Programmen, also mit illegaler Drittsoftware, ja, nicht mehr so viel Schaden anrichten können, eben Bot-User, Tool-User und ich weiß es nicht, was da doch betroffen ist, keine Ahnung. Aber sie haben gesagt, alles, was mit Drittprogrammen, illegalen Drittprogrammen stattfindet, soll damit stark eingedämmt werden. Und zugegebenermaßen muss man sagen, es ist seitdem nie wieder so schlimm gewesen wie vorher. Ja, ob man es jetzt direkt darauf zurückführen kann oder nicht, keine Ahnung. Dafür fehlt mir das technische Verständnis und ich habe ja auch keine Ahnung, was genau sie überhaupt gemacht haben. Ja, trotzdem, dieses Sicherheitsupdate gab es eben im Mai und ich sag mal so, ist es auf jeden Fall seitdem nicht mehr schlechter geworden, was diese Situationen angeht. Außerdem gab es im Mai 2024 das Second Anniversary von Flive Universe. 2 Jahre Flive Universe haben wir im Mai gefeiert und da gab es eben auch das Second Anniversary Event, eines der besten Events aus dem Jahr 2024, würde ich mal easy behaupten. Und natürlich gab es auch ein paar Bugfixes. Dann im Juni. Im Juni gab es dann die FEC Server FAQ, die kommen leider immer ein bisschen verspätet. Ich finde eigentlich, also klar, FAQ können erst kommen, wenn auch Fragen gestellt werden. Trotzdem, der Server startet am 16. FAQ kommen erst über 2 Wochen später im Juni. Ist dann für manche Leute schon ein bisschen zu spät. Also bis dahin hat man sich die meisten Fragen wahrscheinlich schon leider selbst beantwortet oder einige Fragen. Egal. Natürlich gab es Bugfixes. Es gab ein Developer Q&A und zwar war das, ich glaube, aus ein paar Monaten vorher, ich glaube im April wurde das gepostet, konnte man Fragen stellen. Im Juni wurden dann die Antworten gepostet und da wurden 2 recht interessante Sachen bestätigt, also wirklich von den Developern bestätigt, könnt ihr selber nachschauen. Nur nicht, wann sie kommen und wie genau das geplant ist, also für wann und wie und so weiter. Aber es wurde bestätigt, dass es einen Third Job geben wird und es wurde bestätigt, dass es einen PC-Klienten geben wird. Beides halt ohne Datum. Jetzt ist natürlich schon einige Zeit vergangen. Es war im Juni, jetzt ist Dezember, also es ist ein halbes Jahr vergangen und nichts von beiden ist jemals passiert. Ja, aber trotzdem wurde beides bestätigt. Also es wird irgendwann in der Zukunft hoffentlich einen Flive Universe PC-Client geben und eben Third Job-Klasse. Also ich vermute mal Third Job dann einfach im nächsten Update. Und ja, wir werden sehen. Außerdem gab es im Juni die FEC-Ausgleich-Events, nämlich auf Burodeng, Totemia, Mashpoi, Wolf etc., also auf allen Nicht-FEC-Servern gab es das erste Mal Ausgleich-Events. Und zwar gab es ein Wochenende Doppel-XP, ein Wochenende Doppel-Drop und ein Wochenende Doppel-Upgrade, um den Leuten auf den herkömmlichen Servern so ein bisschen das zu entschädigen, dass sie quasi all diese FEC-Specials so verpassen. Fand ich richtig, richtig cool, fand es auch fair. Einzige, was ich schade fand, war, dass es doch recht kurz ist. Ich meine, ein Wochenende Doppel-XP ist nicht sehr viel. Ein Wochenende Doppel-Drop zugegebenermaßen, wenn man dort Zeit hat. Aus einem Wochenende Doppel-Drop kann man schon viel rausholen, aber es ist natürlich auch sehr begrenzt, ein paar Tage. Und gut, Doppel-Upgrade-Event, ja,
Das reicht theoretisch auch am Wochenende. Aber es wäre cool gewesen, also ich hätte mir persönlich gewünscht, wenn sie es einmal im Juni gemacht hätten und dann vielleicht nochmal im September. Ich fand einmal für so die gesamten 5 Monate FEC fand ich dann schon ein bisschen wenig. Also ich finde, man hätte es schon mindestens zweimal Doppel-XP-Wochenende, zweimal Doppel-Drop-Wochenende und zweimal Doppel-Upgrade-Wochenende machen können. Allein schon, dass es auch mehr Leute nutzen können, weil nicht jeder hat ja immer Zeit und so weiter. Und ja, aber gab es leider nur einmal. Ist aber trotzdem schon mal besser als gar nichts. Also vor allem das Doppel-Upgrade-Event ist natürlich huge, wenn man weiß, dass es sowas gibt. Kann man lange Zeit seine Protect sparen und dann alles dort investieren und da dann sehr große Gewinne bzw. sehr große Erfolge erzielen. Und das ist tatsächlich auch mein Plan. Also ich spare momentan alle meine Protects auf dieses Upgrade. Also ich hoffe, dass das nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Genau. Dann, und natürlich Bugfixes, habe ich schon gesagt, ne? Im Juli gab es natürlich auch Bugfixes. Im Juli wurde außerdem über ein Datenleck von Gala berichtet, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Habe ich auch natürlich ein Video drüber gemacht. Und dieses Gala-Datenleck hat aber angeblich Flive Universe in keinster Weise betroffen, sondern nur Flive PC. Und was ist dort passiert? Also im Endeffekt hat eben ein Dieb, also wirklich Gala selbst hat gesagt, ein Dieb, kein Hacker, ein Dieb. Ich würde mal stark davon ausgehen, dass es doch ein bisschen auch was mit Hacken zu tun hat, keine Ahnung. Jedenfalls gab es einen Dieb und der hat die Quellcodes von Flive PC und Rappels geklaut. Und das soll wohl auch in der Vergangenheit schon öfter passiert sein. Ich meine, klar, der Flive PC-Code, der ist schon seit Ewigkeiten öffentlich bekannt. Das ist, by the way, Diebstahl, das ist geistiges Eigentum. Aber das Hauptproblem bei sowas ist halt, natürlich die Leute, die sowas haben, können damit auch viel Böses anrichten. Nämlich Tools entwickeln, die nicht der Community weiterhelfen. Zum Beispiel Bots und solche Geschichten. Und das ist dann einfach schade, dass das Gefühl so einfach ist. Also man geht einfach hin, Datenleck, klaut sich die Quellcodes und kann damit machen, was man will. Das ist dann schon echt ein bisschen crazy, dass es in der Vergangenheit schon so oft passiert ist. Und generell, dass es halt auch einfach im Jahr 2024 einfach wieder passiert ist. Also, keine Ahnung. Also ich verstehe nicht, wie sowas öfter passieren kann. Ich meine, passiert jetzt einmal und danach updatest du deine Sicherheitsvorrichtungen, deine Verschlüsselungen und was auch immer. Und da müsste es ja eigentlich wieder passen, aber offensichtlich bei Flive sieht das ein bisschen anders aus. Wenden wir uns wieder positiven Dingen zu positiveren Dingen. Ab August 2024 gab es natürlich Bugfixes. Und es gab das Update, dass man jetzt Tasten gedrückt halten kann. Viele Leute haben am Anfang von Flive Universe sehr kritisiert und schockiert reagiert, als man keine Tasten durchdrücken konnte. Also jetzt zum Beispiel halte ich Taste 1 gedrückt und was passiert? Da steht die ganze Zeit, bitte warte kurz, bevor das Item erneut benutzt wird. Und wenn es ein Item ohne Cooldown wäre, würde ich es einfach dauerhaft konsumieren. Das ging zu Beginn von Flive Universe nicht. Jede Aktion musste durch einen neuen Tastendruck ausgelöst werden, selbst wenn es mehrfach die gleiche Aktion hintereinander war und mehrfach die gleiche Taste. Es musste jedes Mal ein neuer Tastendruck ausgelöst werden. Durchdrücken, also dauerhaft drücken, ging nicht. Und es wurde im August 2024 geupdatet. War ein sehr großes Update, war eine sehr große Änderung. Außerdem auch eine relativ große Änderung, vor allem für den nächsten FEC-Server könnte das sehr geil werden. Nämlich gibt es neue Quest-Monster, die bisherige Giants in Quest, also in Story-Quests oder in Chain-Quests ablösen. Zum Beispiel eine der ersten Quests bei Reonan ist der Tötet Giant Demian, oder besser gesagt, es war eine der ersten Quests. Jetzt ist es nämlich ein Lord Demian, glaube ich, den man töten muss. Und es ist halt ein anderes Monster, es hat mit dem Giant nichts mehr zu tun. Und es hat eine höhere Respawn-Rate. Also diese neuen Quest-Monster haben alle eine erhöhte Respawn-Rate. Es wird auf dem FEC wahrscheinlich trotzdem noch zu Drängeleien und zu Schwierigkeiten kommen, weil es einfach zu viele Spieler dort sind. Aber hoffentlich wird es in der Zukunft, und das haben sie bei einigen Monstern gemacht, bei einigen Monstern, die in Quests vorkommen, wird es dafür sorgen, dass man da sich nicht mehr so drum prügeln muss. Außerdem gab es ein Trading-Update, sehr viele Änderungen beim Trading-Update, habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Es gibt jetzt diesen Verlauf, wo man immer sieht, ob jemand was rein und raus getan hat. Penya auch mit den Farben, glaube ich, ist neu gekommen und lauter solche Sachen. Man sieht das Level der Spieler, wenn man sie handelt und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viele Updates, was das Handelssystem angeht, um Scammer aufzuhalten und die Rate an, naja, Scammern neben den Trades zu verringern oder halt offensichtlich, sag ich mal, Red Flags besser zu kennzeichnen. Wenn du zum Beispiel mit jemandem handelst, der halt gerade das Level 30 ist und so, ist ja doch immer so ein Zeichen dafür, dass es ein Charakter ist, der wahrscheinlich nicht wirklich gespielt wird und dass man da einfach aufpassen muss. Und das war alles im August und außerdem auch im August auch ein richtig großes Event oder ein Ereignis besser gesagt, nämlich das 20th Anniversary von Flive. Das heißt 20 Jahre Flive, nicht Flive Universe, sondern Flive, die IP quasi. Und ja, haben wir auch gefeiert mit dem Second Anniversary Event in Flive Universe mit diesem Buff-Effekt. War jetzt leider nicht das krasseste Event.
Und außerdem gab es noch diesen Artikel, diesen 20th Anniversary Artikel, der auch immer noch auf der Website verfügbar ist. Und ich habe auch ein Video drüber gemacht natürlich. Das war auch ganz cool, wo sie uns so ein paar Sachen gezeigt haben, die noch nie zuvor veröffentlicht wurden. Dann September 2024. Wir nähern uns dem Ende des Jahres. Bugfixes. Es gab den Unlimited NPC Fix, also es gab da so Probleme bei den Housing-NPCs, dass die teilweise nicht abgelaufen sind. Ich glaube immer erst, wenn man das Haus wieder betreten hat und so. Gab es ein paar, sag mal, Community-freundliche, also da hat sich natürlich kaum jemand drüber beschwert, Probleme, was das anging. Und die wurden im September gefixt. Außerdem im September wurde die Flive Android Smartphone App angekündigt und das Pre-Register gestartet. Leider wurde diese App nie veröffentlicht, also es existiert immer noch keine Flive Universe Smartphone App für Android-Handys, auch nicht für iOS, aber es wurde auch nur für Android angekündigt. Und ja, das war im September, wurde es angekündigt. Es hat Coupon-Codes und Pre-Register-Zeiträume gegeben. Ist alles im November abgelaufen und jetzt haben wir den 23. Dezember und die App existiert immer noch nicht. Also klassisch, wie Gala das immer macht, sie kündigen irgendwas an und dann verschieben sie 22 Mal das Release-Datum, weil sie es leider nicht rechtzeitig schaffen, das tatsächlich auch zu veröffentlichen. Dann, ab Oktober hatten wir sehr, sehr viel. Oktober und November waren die beiden Monate, wo eigentlich am meisten passiert ist tatsächlich. Dadurch, dass dort 2 Updates released wurden. Wir haben im Oktober einmal die FWC Finals, das Final-Event vom FWC-Server und natürlich auch das FBC-Server-Ende, also der Livestream in Manila mit dem PvP-Tournament, mit dem E-Sports-Event. War ein mega Livestream, war ein cooles Event. $110.000 Preisgeld, was echt krass ist, wenn man sich die Umsätze von Gala anguckt. Das ist echt nicht wenig Geld, was sie da rausgehauen haben. Ich wage auch zu bezweifeln, dass es nächstes Jahr nochmal so viel sein wird. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber wir werden sehen. Und ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Und dann gab es natürlich Battle for Madrigal Update Teil 1. Heißt zwar nicht Teil 1, aber ich meine, es waren 2 Teile, in denen es released wurde. Also finde ich, sie könnten es auch gleich Teil 1 und Teil 2 nennen. Zur besseren Orientierung. Was wurde im Teil 1 released? Das Madrigal Tournament, neuer PvP-Modus. Es wurde Rainbow Race geupdatet. Es gab die neuen Pet-NPCs. Es gab die Couple-Ringe. Ultimate Gems und Runen für Ultimate-Waffen. Der Fruit Punch-Titel wurde endlich hinzugefügt. Tower F6 und F7 wurden hinzugefügt. Sowie Coupon-Codes kann man jetzt einlösen. Taste U. Also in der Zukunft werden wir vielleicht öfter mal Coupon-Codes bekommen. Oder es besteht zumindest die Möglichkeit, dass wir Coupon-Codes bekommen, die wir dann hier einfach relativ easy einlösen können. Und ja, wo wir hoffentlich auch ab und zu mal gratis Items absahnen werden. Außerdem wurde Brilliant Amethyst als Drop hinzugefügt, womit Lizianis-Waffen mit einer deutlich besseren Wahrscheinlichkeit gecraftet werden können. Es gab natürlich Bugfixes und es gab natürlich auch noch das Actually-Mode, das ist auch geil. Und es gab noch den Runenskandal, wer sich daran nicht mehr erinnern kann. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Ultimate Gems und Runen für Ultimate-Waffen wurden hinzugefügt. Und bei den Runen gab es ja den Skandal, in Anführungszeichen. Naja, eigentlich war es wirklich ein Skandal. Nämlich wurden die Runen released mit einer viel zu hohen Drop-Chance. Ich glaube 0,4 waren es oder so und jetzt sind es 0,04, irgendwie so. Also mit einer 10-mal zu hohen, also nicht Drop-Chance, sondern Pull-Rate, besser gesagt. Das sind ja Boxen, aus denen die kommen. Und ja, dieser Runenskandal war im Endeffekt so, das Update wurde released, die Leute haben Boxen gedroppt und geöffnet, Runen wurden gehandelt, verkauft und getauscht. Und dann nach ein paar Stunden hieß es dann, ja, Moment mal, das ist ja viel zu einfach, diese Runen zu bekommen. Die sollten eigentlich sau selten sein. Ja, wir löschen jetzt einfach alle Runen und ja, GG. So war im Endeffekt der Skandal. Es gab dann eine doppelte Entschädigung. Ich glaube, einmal haben die Leute ein paar Jewel-Boxen zurückbekommen und einmal gab es dann, glaube ich, nochmal F-Coin oder so für alle Leute, die da irgendwie affected waren. Alles in allem aber auf jeden Fall keine coole Aktion und die Entschädigung war auch ein Witz, habe ich gehört. Also die meisten Leute waren mit dieser Entschädigung absolut nicht zufrieden. Dann November 2024. Natürlich gab es Bugfixes und es gab Battle for Madrigal Teil 2 mit dem Lifestyle-Update Maximal-Level 165, dem Herneos Dungeon, in dem ich mich auch gerade befinde. Es gab das neue Shop-Search-Feature. Es gibt neue Hero-Quests, es gibt die neuen Pet-Reroll-Scrolls, es gibt die neue PvP-Arena, die Boss- und Giant-Angriffe, die jetzt an Terrain angepasst sind und damit nicht mehr komplett falsch angezeigt werden.
Es gibt Blessing of the Demon und Blessing of the Goddess für CS-Effekte, also womit man seine CS-Items mit Upgrade-Effekten im Endeffekt versehen kann. Crit Damage, MP-Rate, MP und so weiter. Irgendwelche Sachen halt. Und der neue Boss im Henios Dungeon an sich wurde natürlich auch hinzugefügt. Also Kriton, der neue farmbare, wie sagt man, Single-Boss-Dungeon. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und zu guter Letzt Dezember 2024, was hatten wir hier? Bugfixes, inaktive Accounts werden gelöscht und Jester wurde gebufft. Natürlich ist der Dezember noch nicht ganz vorbei, I know, aber wir haben letzte Woche eine große Serverwartung gehabt oder eine normale Serverwartung. Diese Woche ist jetzt Weihnachten und so, da wird wahrscheinlich sowieso nicht viel passieren. Und nächsten Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht, müsste dann schon Januar tatsächlich sein. Und das heißt, in diesem Jahr wird auch wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Und deswegen dachte ich mir, können wir das Jahresrecap, Jahresreview, nicht Preview, was wollte ich gerade sagen? Egal. Jedenfalls war das so der Rückblick auf das Jahr 2024. Es ist echt viel passiert und ich habe jetzt natürlich, wie ich schon gesagt habe, nur die relevantesten Sachen hier mit aufgenommen. Wenn ich jetzt alles nochmal durchgegangen wäre, ich hätte es wahrscheinlich für Stunden reden können. Aber ja, viele Sachen sind halt wirklich nur eine Klasse betrifft es oder so. Oder minimales Balancing vielleicht. Ich meine, man muss ja auch nicht auf alles eingehen. Jedenfalls, krasses Jahr 2024, würde ich mal behaupten. Es ist sehr, sehr viel passiert. Und ja, ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was für euch so das beste Event oder das beste Ereignis des Jahres war. Gutes Stichwort Events tatsächlich. Ich bin jetzt eigentlich gar nicht wirklich auf Events eingegangen. Könnte ich nochmal ein separates Video machen mit den besten und schlechtesten Events des Jahres vielleicht oder so. Hätte jetzt aber, glaube ich, ein bisschen den Rahmen gesprengt. Und ja, ich denke mal, diese Ereignisse waren so ein bisschen relevanter als jetzt das Event-Gedöns. Also ja, kann ich vielleicht mal separat machen. Und meine eigenen Fortschritte, Ziele, Erfolge, whatever, fürs Jahr 2024 kann ich auch nochmal zusammenfassen. Das, was ich in diesem Jahr so in Flive gemacht habe. Aber jetzt heute erstmal nur der objektive, der einfach nur, ja, was ist in Flive generell passiert, beziehungsweise in Flive Universe. Wenn ich Flive noch hinzunehmen könnte, also Flive PC, meines Wissens nach ist das Einzige, was dort passiert ist, diese Gempion League, diese E-Sports League wurde eingeführt und direkt wieder abgeschafft, weil zu wenig Interesse bestand. Im Januar direkt. Und im Dezember kam jetzt Update V24. Das waren eigentlich so die beiden größten Ereignisse für Flive PC, würde ich sagen. Mehr wäre dann eh nicht dazu gekommen, denke ich. Genau. Und ja, dann haben wir es auch schon. Ich sag bis zum nächsten Mal mit Flive Universe. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.